und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal keinen Flug, sondern ausschließlich ein kurzes Review über ein Hotel, das ich vor ein paar Tagen besucht habe. Seit Beginn 2022 gibt es in Hannover das erste Hotel der Hilton-Kette, und zwar das DoubleTree bei Hilton Schweizerhof. Außen mag es etwas unattraktiv wirken, aber innen sieht es glücklicherweise ganz anders aus. An der Rezeption waren die Mitarbeiter stets sehr freundlich und natürlich gab es zur Begrüßung auch den berühmten Schoko-Walnuss-Cookie, den es in jedem DoubleTree bei Hilton Hotel zur Begrüßung gibt. Die Lobby bietet zahlreiche bequeme Sitzgelegenheiten. Gebucht hatte ich einen Standard King Bedroom, durch meinen Goldstatus habe ich aber ein kostenloses Upgrade in ein etwas größeres Zimmer erhalten. Vor ein paar Wochen war ich schon einmal in diesem Hotel zu Gast und habe sogar ein Upgrade in eine Junior Suite bekommen. Leider wurden diese gerade aber renoviert. Man teilte mir aber an der Rezeption mit, dass man mich auf die höchste verfügbare Kategorie abgegradet hat und beim nächsten Mal es sicherlich auch wieder mit der Suite klappt. Das Zimmer machte auf mich einen sehr ordentlichen ersten Eindruck. Ich mag das neue Design der Räume sehr und finde es großartig, dass sich überall Bilder befinden, die mit Hannover zu tun haben. Alles war wirklich sehr sauber und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ein kleiner Schreibtisch bietet die Möglichkeit, auch zu arbeiten. Ebenfalls befindet sich eine kostenlose Flasche Wasser auf dem Zimmer, das Menü für den Roomservice, Öffnungszeiten des Fitnessstudios und weitere Hotelinfos findet ihr über ein Portal im TV. Ein Wasserkocher sowie zahlreiche Kaffee- und Teesorten befinden sich standardmäßig im Zimmer. Außerdem findet ihr eine Minibar, Corona-bedingt immer noch nicht wieder mit Getränken bestückt, aber vor meiner Ankunft habe ich eine Mail des Hotels erhalten, in dem man mir mitgeteilt hat, dass Getränke gerne bei Bedarf aufs Zimmer gebracht werden. Ein Anruf genügt. Das finde ich ehrlich gesagt einen guten Kompromiss und einen guten Service in diesen Zeiten. Die Aussicht ist so, naja, das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Die Fenster haben die Außenwelt aber abgeschottet und es war angenehm ruhig. Das Bett war unglaublich bequem und definitiv eine Erwähnung wert. Selten habe ich so gut geschlafen wie in diesem Bett. Sehr gut gefallen hat mir auch, dass es neben der Schublade auch eine Steckdose direkt am Bett gibt. Viele Hotels haben das nicht auf dem Schirm. Das Badezimmer wurde offensichtlich nicht mit renoviert, war aber auch wohl erst ein paar Jahre alt und insgesamt völlig in Ordnung. Alles war sehr sauber und mit zahlreichen Amenities ausgestattet. Neben einem Föhn und einem Kosmetikspiegel gibt es sogar ein WC. Alles im Preis inklusive. Genügend Stauraum in den modernen, neuen Schränken geben euch die Möglichkeit, auch für ein paar Tage hier im Hotel zu wohnen. Das Hotel bietet einen Wäscheservice und natürlich enthält der Schrank, wie alle Hotels der Hilton-Kette, ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Lediglich ein Bademantel und Slipper hätten den sehr guten Eindruck noch ergänzt. Kommen wir noch schnell zum Frühstück. Dieses würde ich als gut bezeichnen. Angeboten wird das Frühstück bis 10:30 Uhr. Und als ich um 10 Uhr diese Aufnahmen machte, war das Buffet schon sehr stark ausgedünnt und wurde auch nicht aktiv wieder durch das Personal aufgefüllt. Dafür ist die Auswahl gut und es gibt für alle Geschmäcker und auch für Kunden mit Lebensmittelunverträglichkeiten eine Auswahl.
Die Sitzplätze befinden sich zum Teil frei im Raum. Ich persönlich mag es nicht, so frei zu sitzen und dass die anderen Gäste direkt an einem vorbeigehen. Das Personal war freundlich, machte jedoch insgesamt einen etwas gestressten Eindruck. Leider wurden während meines Aufenthalts das Spa und auch der Fitnessbereich renoviert und somit kann ich euch leider keine Bilder zeigen. Ich hoffe, dieses Video hat euch aber einen ersten Eindruck vermittelt, was einen im neuen Doubletree bei Hilton Hannover erwartet. Von meiner Seite gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung und ich freue mich schon auf meinen nächsten Aufenthalt. Demnächst fliege ich auch wieder und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Auch über einen Kommentar freue ich mich sehr. Herzlichen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Video. Euer Marcel.